Wir sind zurück von unserer langen Spanienreise und ich habe mehrfach die Anregung bekommen, macht doch mal ein Video zu dem, was ihr, wenn ihr nach einer langen Reise zurück seid, alles am Mobil macht. Und das möchte ich jetzt zeigen, es ist nichts Hochtrabendes. Herzlich willkommen dazu. Ja, meistens das Erste, was ich mache, ich wasche das Wohnmobil von außen. Dazu gehe ich auf einen Waschplatz und ja, da habe ich so ein bisschen Equipment. Und zwar habe ich hier so eine ganz lange Bürste dazu. Damit komme ich oben gut an. Diese Bürste, die kann ich teleskopmäßig hier auseinanderziehen. Und damit wasche ich dann das Mobil von außen und auch das Dach. Das ist bei mir ganz wichtig. Das Dach halte ich immer für wichtig, dass das sauber ist. Nicht, dass sich da erst Grünspan ansetzt oder Algen ansetzen, dass es dann nachher schlecht abgeht. Also wenn man das Dach regelmäßig reinigt, dann ist das von Vorteil, dann kriegt man es auch schnell sauber. Und dann habe ich des Weiteren noch so einen Wischer hier, den habe ich, oh jetzt fällt es um, nee, so einen Wischer hier, den nutze ich auch gerne. Damit kann ich auch so hier die Oberfläche gut reinigen. Das hat sich auch als gut herausgestellt. Das ist auch mal für die schnelle Reinigung, wenn man mit wenig Wasser das Mobil mal von außen schnell ein bisschen sauber haben möchte. Was nutze ich für Reinigungsmittel? Also da habe ich auch nichts Besonderes. Also das Einfachste ist manchmal, wenn man mit Haarshampoo das Mobil wäscht, ins Waschwasser rein, funktioniert einwandfrei. Wenn es nicht besonders schmutzig ist, das Mobil, dann habe ich noch so einen Intensivreiniger. Da, wenn jetzt vorne Fliegendreck drauf ist auf der Vorderfront, dann nutze ich diesen dafür gerne. Kann man pur nutzen und kann man auch verdünnen mit Wasser. Dann habe ich hier noch von einem bekannten Hersteller ein Waschshampoo für das Wohnmobil. Ist ein bisschen schöner, als wenn man mit dem Haarwaschmittel das Ganze macht. Dieser hat nachher am Ende das Fahrzeug etwas mehr Glanz, als wenn man es mit einem neuen, normalen Reiniger macht. Dann gibt es noch so ein, ja, das nennt sich so Keramikspray-Versiegelung. Nutze ich gerne vorne, wenn dort, wo der Fliegendreck immer drauf sitzt, wenn man das da ein bisschen versiegelt, dann bekommt man den leichter ab. Das sind so die Dinge, die ich so ganz einfach nutze. Nichts Hochtrabendes, hilft mir immer so beim Reinigen. Aber da hat jeder vielleicht so sein eigenes Ding. Der eine schwört darauf, der andere schwört darauf. Das vielleicht noch zum Dachreinigen. Ich mache das von der Leiter aus. Ich gehe nicht mehr gerne oben aufs Dach direkt. Dafür nutze ich dann eben diese lange Bürste, beziehungsweise die ich ausziehen kann, damit ich überall in die Ecken komme. Muss dann natürlich mit der Leiter rundherum gehen, um jede Ecke da ordentlich mitzukriegen. Und für die Solarflächen nehme ich dann diesen Lappen hier, diesen Reiniger und wische damit die Solarfelder dann sauber. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Noch geht es bei mir mit der Leiter, dass ich da noch hochgehe. Aber was in einigen Jahren sein wird, weiß ich nicht. Es ist, wenn man älter wird, nicht mehr so angenehm, ganz oben auf der Leiter zu stehen. Aber bisher, wie gesagt, geht es noch. Das Ganze geht natürlich nicht alles an einem Tag bei mir, sondern das zieht sich so ein bisschen hin. Wenn das Mobil erstmal wieder hier auf dem Hof steht, dann nehme ich mir jeden Tag eine Geschichte vor, die ich dann machen will. Und ja, da müssen auch die Fenster müssen mal richtig geputzt werden. Nicht nur von außen, auch von innen. Aber dazu gleich mehr. Was wir innen machen, zeige ich gleich auch noch.
Es ist ja auch so, wenn das Fahrzeug hier oder das Wohnmobil hier auf dem Hof steht, es staubt auch wieder voll. Das heißt, ich reinige es dann, bevor wir losfahren, nochmal. Dann nicht eben mit Wasser, sondern dann wird eben ein bisschen geputzt. Dann werden die Scheiben sauber gemacht. Und da, wo noch sich ein bisschen Staub angesammelt hat, das wird dann abgewischt, damit das Fahrzeug da wieder ordentlich aussieht. Wir reinigen das Mobil nicht nur von außen, sondern natürlich auch die Staufächer. Und zwar räumen wir die Staufächer komplett aus, um einmal reinzuschauen, was an Schmutz drin ist. Und man saugt das aus. Und zum anderen schauen wir auch, ist da irgendwo Feuchtigkeit drin? Und dann ist der Punkt, brauchen wir das alles noch, was wir da drin haben? Wir analysieren jeden Kasten, jeden Behälter oder jedes Teil, was wir irgendwo eingeladen haben und sagen, ist das wirklich noch notwendig? Haben wir das überhaupt in dem letzten Winter oder bei der letzten Überwinterung überhaupt gebraucht? Und wenn nicht, dann kommt es raus. Sonst sammelt sich immer mehr Material oder Dinge sammeln sich an im Wohnmobil. Und letztendlich müssen wir ja alle vielleicht oder die meisten auch ein bisschen aufs Gewicht schauen. Ich habe festgestellt, das habe ich aber nicht erst jetzt, als wir zu Hause waren, festgestellt, dass die Wasserpumpe bei mir, und zwar der Eingang der Wasserpumpe, nicht ganz dicht ist. Da hängt immer ein Tropfen dran. Das muss ich mal nachschauen. Da ist wohl irgendwie nicht der Anschluss nicht ganz dicht. Ich habe schon versucht, das nachzuziehen. Ging nicht. Muss ich mal schauen, was ich da jetzt machen kann. Das vielleicht noch, wie reinigen wir so ein Fach, hängt immer davon ab, was für ein Belag oder was für ein Boden drin ist. Hier ist das ausgekleidet mit einem Kunststoffbelag, den man gut wischen kann. Aber ansonsten haben wir so einen kleinen Staubsauger. Hol den mal. Und zwar werden viele sowas kennen. Der eignet sich für uns gut dazu, jetzt hier zum Beispiel in dem Fach zu saugen. Sonst oft Filz verklebt in den Staufächern. Und da haben wir dann auch noch eine Möglichkeit, nicht nur zu saugen, sondern für diesen kleinen Sauger gibt es auch noch so eine Bürste. Die habe ich hier jetzt auch noch. Die sieht so aus, die ist eigentlich für eine Polsterbürste, nennt man das, glaube ich. Aber die eignet sich gut, wenn man jetzt hier irgendwo, in diesem Fall den Filz, absaugen will mit diesem kleinen Sauger. Das hat sich bei uns bewährt. Wir haben hier auch ein Fach, da haben wir ein Regalsystem drin. Und hier haben wir unter anderem oder nutzen unter anderem eine Schublade mit Lebensmitteln. Und da muss man auch immer schauen, was braucht man davon noch, was hat noch Haltbarkeit oder was muss man austauschen. Teilweise tauschen wir die Dinge aus, einfach weil wir sagen, das können wir hier zu Hause nutzen und stellen was Frisches wieder rein. Da, wo ich mit dem Staubsauger nicht hinkomme, wo alles so verbaut ist, verwinkelt ist, da nutze ich Druckluft. Ich habe einen Kompressor in meiner Garage und damit habe ich Druckluft, das wird nicht jeder haben. Und dann blase ich diese Fächer oder diesen Bereich blase ich dann mit Druckluft aus. Damit Staub und Dreck, der da drin ist, damit rauskommt. Druckluft nutze ich auch im Innenbereich. Zum Beispiel hier im Eingangsbereich. Hier sammelt sich in der Schiene von unserem Fliegenschutz sammelt sich auch immer wieder Schmutz. Und den Du hast noch zu tun, ne? Dann mache ich meine Radtour, wa? Jetzt hast du mitten in der Aufnahme. Was? Jetzt hast du mich mit der Aufnahme durcheinander gebracht. Ach so. Druckluft nutze ich auch bei zum Beispiel den Heizungskonvektoren, also diese Heizungsschächte, die wir drin haben. Wir haben eine Fußbodenheizung und aber auch einzelne, wie nennt man das, Radiatoren nicht. Ich weiß nicht genau, wie man die bezeichnet. Jedenfalls, wir haben eine alte Heizung, wo das warme Wasser durchläuft und dort sammelt sich auch immer Staub drin. Kommt man teilweise gar nicht ran mit dem Sauger, auch mit irgendwelchen Reinigungsbürsten ist schwierig teilweise. Und da blase ich das aus. Muss natürlich
Fenster und alles aufmachen, damit der Staub auch rauszieht, beziehungsweise ich sauge danach mit dem Staubsauger. Also dahingehend ist diese Geschichte mit der Druckluft immer angenehm, auch Armaturenbrett oder irgendwo vorne im Führerhaus, wo sich Staub und Dreck sammelt, wo man nicht hinkommt, kann man gut da sowas ausblasen. Ich habe das gesehen oder da geklaut. Man sieht das bei den Lkw-Fahrern häufig. Die haben wohl direkt vorne im Führerhaus einen Druckluftanschluss. Und ich sehe das dann von Zeit zu Zeit mal, wenn ich auf einer Autobahnraststätte bin, dass die ihr Führerhaus da ausblasen mit Druckluft. So bin ich auch auf die Idee gekommen. Genauso mache ich das beim Fliegengitter. Ich nehme die mit nach innen rein, Druckluft und blase dann von innen nach außen das Fliegengitter sauber, beziehungsweise der Staub, der da drin sitzt, der geht dann raus. Ich muss das Fliegengitter aber immer noch mal mit einem feuchten Tuch nachwaschen, weil so alles geht nicht sonst raus. Hängt da immer noch so ein bisschen drin. Das machen wir auch immer, wenn wir zu Hause sind. Dann wird sowas mal intensiv gereinigt. Ich meine, die Grüne ist ja sowieso Ja. so verkehrt. Jetzt zum Innenbereich, das halte ich auch mal für einen wichtigen Punkt. Und zwar im Schlafbereich, da nehmen wir alle Matratzen raus und darunter ist ja das Froli-Bettsystem oder weiß nicht, wie sich das genau schimpft. Und darunter ist bei uns Filz. Und dieses Bettsystem, dieses nehme ich komplett raus, diese Kunststoffteile. Das ist ja ein Teil oder sind 3 insgesamt bei Mittelteil, rechts und links das Bett jeweils. Und dann sauge ich die gesamte Fläche, also speziell jetzt hier den Filz, ganz ab, denn da sammelt sich doch immer einiges an Staub. Jetzt ist das schon passiert, deshalb kann ich das jetzt nicht mehr zeigen. Ich habe da nicht dran gedacht, als wir die Betten komplett raus hatten und alles sauber gemacht haben. Da hätte ich es eigentlich zeigen müssen. Aber wie gesagt, man kann es vielleicht so sich vorstellen, dass man die Matratzen rausnimmt und darunter dann alles sauber macht. Das mache ich aber nicht nur einmal im Jahr, das mache ich 3-4 Mal im Jahr. Dafür nutze ich wieder diesen kleinen Sauger. Ja, da vorne die Düsen, das ist, glaube ich, für Polster absaugen, funktioniert damit gut. Wir haben keinen Teppich verlegt. Das heißt, wir haben schon einen Teppich, den haben wir rausgenommen, weil wir der Meinung sind, so ein Kunststoffbelag lässt sich besser reinigen, schneller reinigen. Und ja, Teppich, immer wenn man auf diesen kleinen Flächen viel läuft, sieht man natürlich nachher eine Spur. Und insofern war das mit dem Kunststoffbelag, den wir jetzt hier drin haben, ein angenehmer, besser sauber zu halten. Nur hier vorne im vorderen Bereich, unterm Tisch und ganz vorne haben wir Teppich. Das ist einfach, damit die Füße ein bisschen warm werden. Natürlich haben wir auch Fußbodenheizung, aber ist angenehm, wenn man untere Füße ein bisschen Teppich hat. Ja, das Bad wird ja immer häufiger gereinigt, jedenfalls bei uns, sodass es nicht nur jetzt hier beim Abschluss einer langen Reise nochmal intensiv gereinigt wird, aber der Abfluss, das machen wir auch regelmäßig, der Deckel, der wird dann hochgenommen und nachgeschaut, ob sich dort irgendwie Schmutz gesammelt hat, beziehungsweise Haare, damit das Wasser gut abfließen kann. Ebenso ist es bei Toilette, die reinigt man ja häufiger. Auch da gibt es eigentlich am Ende der Reise nichts großartig zu machen. Allerdings schauen wir nach. Wir spülen ja mit Frischwasser, ob die Wasser oder die Wasserabläufe in der Toilette kalkfrei sind, denn da sind mehrere Zugänge oder kleine Löcher unten drin, wo das Wasser rauskommt. Und wenn die nicht mehr sauber sind, dann beziehungsweise Kalk sich abgesetzt hat, dann könnte es Probleme geben beim Spülen. Ich glaube, das brauche ich gar nicht sagen, dass man den Kühlschrank komplett ausräumt und reinigt, ist klar. Und dann hat er ja, unser zumindest, und die meisten haben das, so eine Stellung, damit die Tür nicht ganz geschlossen ist. Das heißt, dass man dann, kann man jetzt zwar so aufmachen, aber die schließt so nicht ganz, damit Luft ran kann, damit da keine Gerüche entstehen. Alle Fächer öffnen wir, reinigen wir, also alles kommt raus. Und auch hier wird nachgeschaut, was brauchen wir noch davon oder was nicht.
und entsprechend kommt nur das wieder rein, was wir auch dann wirklich brauchen. Dann haben wir so Kunststoffboxen, durchsichtige, für mich ganz wichtig, damit ich gleich so auf Anhieb erkennen kann, was da wohl drin ist. Dann schmiere ich, also noch quietscht nichts, aber es ist immer angenehm, wenn alles leicht läuft. Und dafür nutze ich Silikonöl und sprühe dann hier die Stempel ein und auch die Lager und scharniere auch etwas. Wir haben keine Gläser aus Kunststoff, sondern Gläser aus Glas, und das sind keine hochwertigen, sondern recht preiswerte Gläser. Allerdings geht uns hier und da auch schon mal eins kaputt und die müssen natürlich dann auch aufgefüllt werden. Wir haben immer so einen kleinen Bestand im Haus, den wir dann oder beziehungsweise, dass wir so ohne weiteres ein Glas dann austauschen können oder ersetzen können. Auch bei den Schubladen, ja, wird alles rausgeräumt, sauber gemacht und wieder neu eingeräumt. Auch da wieder, was wird gebraucht, was wird nicht gebraucht, was nicht gebraucht bleibt hier. Und dann wird natürlich auch dabei, wenn es um Lebensmittel handelt, auf die Haltbarkeit geschaut. Wir haben ja einen zweiteiligen Apothekerschrank. Auch der wird genau durchgeschaut bei uns, ob irgendwelche Lebensmittel getauscht werden müssen oder abgelaufen sind, nachgefüllt werden müssen. Ganz besonders schauen wir immer auf die Gewürze, und da muss man ja immer gucken, weil man sowas ja meistens nicht so sehr häufig braucht oder nicht große Mengen braucht, dass diese Gewürze auch noch haltbar sind. Ja, das ist bei mir ja wichtig, mein gesamtes Equipment. Auch das muss ich durchschauen, was wird gebraucht, was brauche ich nicht mehr. Es sammelt sich auch immer mehr wieder an, und auch das wird gereinigt und durchgeschaut. Und da habe ich hier noch eine Schublade, wo ich noch weiteres Zubehör drin habe. Auch das muss gereinigt werden, nachgeschaut werden. Und ja, finde gut dieses mit den durchsichtigen Kästen. Das habe ich seit einem Jahr jetzt, dass ich immer sofort auf Anhieb sehen kann, was ist dort drin. Sicher kann man das auch beschriften, aber manchmal hat man so viele verschiedene Dinge dort drin, dass das Beschriften dann keinen Sinn macht. Dann ist es einfacher, wenn der Kasten durchsichtig ist und man kann von oben schon fast sehen, was drin ist. Wir haben ja Lederpolster, und da sagt man ja auch, einmal im Jahr sollte man sie reinigen und auch mit Pflegemittel behandeln. Das machen wir auch. Da haben wir jetzt hier verschiedene Dinge von einem Hersteller, die nutzen wir dann dazu, und dann ist das alles wieder ordentlich und sauber und vor allen Dingen hält dann damit auch länger. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man immer darauf achten sollte. Alle, die eine alte Heizung haben, die haben ja auch so einen Ausgleichsbehälter, wie wir hier ihn auch haben. Da sollte man immer nachschauen, ob der Flüssigkeitsstand immer noch okay ist. Denn ansonsten, wenn große Mengen an Flüssigkeit fehlt, könnte die Heizung irgendwo ein Leck haben. Und das wäre natürlich fatal, wenn man unterwegs ist und so eine Reparatur durchführen lassen muss. Insofern immer wichtig, da mal reinschauen und nachgucken, ob alles in Ordnung ist. Wir haben ja unter anderem Jalousien hier vor den Fenstern. Und ja, auch da setze ich natürlich hier in der Oberfläche Staub ab. Und ja, jetzt habe ich hier mir so im Handel so einen Reiniger beschafft, um das damit sauber zu machen. Ja, der Staub geht schon damit weg, aber wenn die richtig verschmutzt sind, manchmal klebt es schon sowas drauf. Das kriegt man auch mit diesem nicht weg. Da muss man schon mit einem feuchten Tuch rangehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch einen heißen Tipp, wie man das noch einfacher und besser reinigen könnte, das Ganze. Unser Navigationsgerät oder eines unserer Navigationsgeräte, und zwar ein Garmin 890 oder Camping 890. Da muss man natürlich dann auch mal schauen, wie es mit dem Update aussieht. Und das mache ich auch immer, wenn wir zu Hause sind. Lieber, als wenn es unterwegs, wenn irgendwas schief gehen sollte, habe ich hier andere Möglichkeiten, als wenn ich unterwegs bin. Und hier sehen wir schon, Software-Update ist verfügbar und Karten-Update ist auch verfügbar. Also muss ich da was tun.
Das Armaturenbrett muss natürlich auch schön sauber sein oder sauber gemacht werden. Ich habe dafür so eine Art Cockpit-Reiniger, riecht nicht stark. Das war mir immer ganz wichtig. Wenn das schon so stark riecht, dann mag ich das nicht. Aber dieser funktioniert gut, nutze ich auch nicht sehr häufig. Das ist nur, dass es einmal wieder richtig schön sauber wird und ordentlich aussieht. Und dann ist oft sind das, und das muss ich erst sagen, ich nutze dazu ja auch, wie ich vorhin schon sagte, Druckluft und Blas hier die Dinge, die Lüftungsschlitze und sowas blase ich aus. Und was dann noch hängen bleibt hier, gerade an den Schlitzen, da habe ich hier so ein Teil, habe ich mir im Internet bestellt, kosten wenige Euro, kriegt man 5 Stück oder 6 Stück dafür für 5 Euro. Und dann gehe ich hier mit rein und reinige so hier dazwischen den einzelnen Lüftungsschlitzen, denn da setzt sich häufig Staub ab. Und ja, ich mag das nicht so gerne. Ich mag gerne, wenn das alles schön sauber ist. Jetzt noch mal ein paar Worte zum Wasser, Wassertanks. Nach Möglichkeit leeren wir alle Tanks, beziehungsweise das Frischwasser nicht, aber Fäkalientank und auch Abwassertank, Grauwassertank auf dem letzten Stellplatz, den wir nutzen, und spülen auch dort nach Möglichkeit gleich die Tanks, sodass sie dann relativ schon mal sauber sind. Wenn wir dann nach Hause kommen, dann wird auch das Frischwasser komplett entleert. Dann kommt ein Tankreiniger rein. Und zwar kriege ich den vom Hersteller von unserem Wohnmobil, der Firma Variomobil. Und der ist zugelassen für Tankreinigung, speziell auch für dieses Fahrzeug. Da nehme ich dann 1 Liter Reinigungsmittel auf 100 Liter Wasser, 300 Liter Frischwasser habe ich. Dann fülle ich also 300 Liter Wasser ein, beziehungsweise mische das Reinigungsmittel mit dem Frischwasser. Dann werden alle Wasserhähne geöffnet und alle Leitungen sind damit durchspült. Dann bleibt das Ganze 24 Stunden im Tank und auch damit in den Leitungen und wird dann abgelassen. Ich lasse es dann nicht einfach ab, sondern ich pumpe es um, beziehungsweise ich pumpe es um in den Abwassertank. Das heißt, ich mache einen Wasserhahn auf, lasse ihn einfach ewig laufen, bis der Tank fast leer ist und der Abwassertank gefüllt ist. Wenn das Ganze dann auch noch mal ein paar Stunden gestanden hat, dann kann ich über einen Schieber das Abwasser in den Fäkalientank umleiten, sodass ich dann, macht einen Niveauausgleich, so damit den Fäkalientank auch nochmal spüle. Das also so viel. Ich will das jetzt Ganze nicht hier ausweiten mit dem Tankreinigen. Da gibt es ja zig Videos auf YouTube. Ich bin nur der Meinung, man sollte einen zugelassenen Reiniger nehmen. Im Handel gibt es da verschiedene, die man da kaufen kann. Ich bin da nicht dafür, so einen Haushaltsreiniger oder irgendwelche Dinge da zu nehmen. Das wäre mir doch irgendwo ein bisschen zu gefährlich, denn nachher hat man irgendeine Dichtung kaputt oder weiß der Teufel was. Zum Thema Wasser vielleicht noch das. Wir haben einen Filter zwischen der Zuleitung und dem Wasserhahn hier in der Küche, sodass wir hier gefiltertes Wasser über einen Nanofilter bekommen. Ich filter das Wasser aber auch nochmal, bevor es in den Tank kommt. Und zwar habe ich dazu so einen Kohlefilter, den kann ich hier so auseinanderbauen und reinigen bzw. trocknen lassen. Da ist dann nochmal so ein Vorfilter davor, sodass ich das Ganze dann hier dazwischen klemme. Und ich habe dann gefiltertes Wasser, der nimmt dann alle Schadstoffe, hätte ich nicht, aber Sand, andere Dinge, Unreinheiten nimmt er raus. Und wie gesagt, und dann wird das nochmal über einen Nanofilter für den Wasserhahn hier in der Küche gefiltert. Das nur dazu. Auch das muss man natürlich, wenn man jetzt zurück von einer Reise kommt, neue Filter einbauen und alles reinigen, damit das alles wieder ordentlich ist. Im Wasserhahn sitzt ja ein sogenannter Perlator, heißt es, glaube ich. Da muss man auch mal reinschauen. Und zwar, ich schraube den jetzt mal raus. Ich habe auch immer dafür Ersatz mit. Schmutz kann da bei uns eigentlich nicht viel drin sein. Jetzt habe ich die Schraube raus. Jetzt habe ich das Gerät, diesen Filter hier oder diesen Perlator hier rausgenommen. Und ja, schmutzig ist er eigentlich nicht hier. Da kann aber durchaus Kalk drin sein und dann ist der verstopft und das Wasser fließt nicht mehr so gut. Also da sollte man immer mal reinschauen, wie gut der noch ist und beziehungsweise den ersetzen. Kostet alles nichts sowas und ist aber dann eine gute Geschichte, wenn das alles richtig gut funktioniert.
Das war jetzt so ein Überblick über unser Reinigungsprogramm hier im Wohnmobil, Reinigung und Kontrolle, die wir nach so einer langen Reise machen. Ich habe bestimmt das eine oder andere noch vergessen, aber gut, so ist es nun mal. Und jedes Wohnmobil ist natürlich anders und jeder hat eine andere Geschichte oder macht es anders. Das ist ja auch in Ordnung so. Vielleicht schreibt ihr mir in den Kommentaren, wie ihr es macht oder was ich vielleicht vergessen habe oder woran man noch unbedingt denken soll. Das hilft uns natürlich wieder allen und mir natürlich auch. Ich bin nicht da vollkommen, dass ich jetzt alles weiß. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr mir da in den Kommentaren ordentlich was schreibt. Dann war es das mal wieder. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich über einen Daumen nach oben. Freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich wieder Bye bye, bis zum nächsten Mal.